Mann, heute läuft das wie am Fließband. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es um die DJI Mini Pro 3 whatever Drohne. Wir alle kennen sie und ihr erkennt meine vielleicht nicht, weil sie orange ist. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, wenn ihr das Teil einmal in die Hecke schießt. Und ich habe ja die Zweier in Sizilien damals verfeuert. Sie ist auch abgestürzt, wir hätten wahrscheinlich nur Teile gefunden, aber ich hätte es echt nicht für möglich gehalten. Ich dachte mir, das findet man schon. Aber das war wirklich so eine Art Städten bei uns. Also einfach relativ trockenes Gras, lang, kurz. Alles war so ungefähr mindestens 20 Zentimeter hoch. Viel Büsche, viel Stauden und ich glaube, keine Chance, eine graue Drohne. Viele graue Steine, kein Witz. Wahrscheinlich ist sie da irgendwo zerschellt, aber keine Chance, dass du eine graue Drohne findest. Deshalb habe ich mir so einen Skin besorgt. Will auch noch ein Video darüber machen. Wirklich super toll, hat perfekt geklappt, war für einen Laien wie mich echt super gut drauf zu kleben. Und ja, haben mir einfach eine echt grelle Farbe besorgt. Das heißt, wer unauffällig fliegen möchte, gibt aber eigentlich keinen Grund, sollte es nicht machen. Aber wer seine Drohne finden will, wenn er sie sucht, sollte es auf jeden Fall machen. Ist wirklich eine tolle Sache. Wie ist die Drohne so? Auch ganz kurz zusammengefasst. Sie ist perfekt. Die Aufnahmen sind mega geil. In 4K Hammer. Die Shots, die man normal schon kennt, Drone irgendwie, es umkreist einen oder so. Es ist alles wirklich gut, das funktioniert. Was funktioniert nicht? Also erstens mal dieser Deckel hier von Haus aus, der ist wirklich ein Frust. Du musst dich immer ärgern. Und ja, da habe ich unseren netten Nachbarn Otto, Grüße gehen raus, getroffen und der hat gesagt, das Ding ist so ein Scheiß, ich habe mir direkt einen neuen Deckel gekauft und der ist perfekt. Habe ich auch gemacht. Deshalb Link gerne in der Videobeschreibung. Ist ein Affiliate-Link als Hinweis. Den kannst du quasi einfach draufschieben. Der schützt jetzt auch noch die Sensoren oben. Hätte ich nicht gebraucht, aber er ist quasi einfach perfekt. Du schaust, dass der Gimbal gerade ist. Du schaust, dass diese Teile da oben sitzen. Du schiebst das nach hinten. Klack, es rastet ein. Und wirklich, das funktioniert zu über 90% einfach perfekt auf den ersten Anhieb. Du bist viel schneller, musst nicht rumfriemeln. Also deshalb die Hülle von Haus aus ein bisschen Schrott, aber da kann man echt relativ einfach über Amazon aushelfen. Was auch noch echt übel ist, und ich wollte DJI schon immer mal schreiben, vielleicht mache ich es jetzt nach dem Video, die Akkus entleeren sich einfach von Haus aus, wenn man die Drohne einen Monat nicht benutzt, mindestens um 50%, wenn nicht mehr. Also das Schlimmste, was ich gehabt habe, war so 36%, glaube ich. Und das Ding ist, ich komme halt immer von Reisen nach Hause und ich schaue, dass das Equipment fertig ist für das nächste Abenteuer, weil man weiß ja nie, was man einfach übermorgen Nachmittag macht. Komme ich halt nach Hause, stecke alles an und schaue, dass alles wieder startklar ist. Und dann ist es natürlich äußerst ärgerlich, wenn du einfach vor der nächsten Reise, du sagst, ja cool, wir fahren übers Wochenende weg, ja geil, ich nehme die Drohne mit. Und ich bin noch nicht so weit, ich arbeite dann, kommst halt Freitag nach der Arbeit nach Hause, sagst, ich fahre übers Wochenende weg. Und dann ist die Drohne halt einfach leer, wenn du sie auspackst. Das ist halt echt traurig. Und das ist der Standardfall. Also ich habe auch einen zweiten Akku, würde ich auch jedem empfehlen, ist praktisch, 2 Akkus zu haben, einfach weil ein Akku ist halt doch mal relativ schnell verblasen, wenn du irgendwie ein paar Aufnahmen machst und vielleicht auch ein bisschen probierst für den perfekten Shot oder ein bisschen rumfliegst oder einfach ein bisschen Spaß hast. Also bei beiden Akkus verhält sich gleich. Egal, ob das Ding in der Drohne steckt oder ob das nicht in der Drohne steckt, er wird einfach leer von Haus aus. Ist wirklich schade. Und weshalb ich mir auch echt die Mini Pro 3 gekauft habe, die glaube ich echt 899 € gekostet hat neu, was echt, oder 859, was echt ein richtig Haufen Asche ist, dass es einen automatisch beim Motorradfahren verfolgt. Und ich kann leider sagen, es funktioniert überhaupt nicht. Wenn ihr Tipps habt, wie es funktioniert, schreibt es gern unten in die Kommentare. Ich will es auf jeden Fall wissen. Also ich habe ja irgendwie dieses Auto für die KTM zusammengebracht mit meiner lieben Freundin, aber wir haben wirklich 3 bis 5 Mal losfahren müssen, damit sie da überhaupt auf den ersten 3 Metern dran bleibt. Und irgendwie hat sie es dann geschafft, auf dieser Ebene uns zu folgen für diese 500 Meter. Aber ich habe es wirklich jetzt auch in Sardinien versucht und es war nur ich am Motorrad, jetzt auf der Harley. Ich hatte keine Koffer drauf, das heißt, ich war schmäler. Sie hat mich, da war natürlich auch, also das Ding hat gefühlt jedes Monat ein Update. Da waren also definitiv 20 Updates dazwischen. Es hat mich nicht mal mehr als Objekt erkannt. Ich finde auch dieses Objekt- und Motivscanning, die Drohne muss immer fliegen, damit du es überhaupt einschalten kannst. Manchmal bekomme ich komische Meldungen von wegen, in deinem Videomodus ist das Objektscanning nicht möglich. Und ich habe aber eigentlich nichts gemacht, also außer ein ganz normales Video, wo es eigentlich auch schon funktioniert hat. Ich habe noch nicht den Durchblick. Also in der Theorie weiß ich, was ich machen muss. Es funktioniert nicht immer. Ich weiß aber nicht, warum. Einfach von der Einstellung, es überhaupt zu starten. Aber das Schlimmere, auch wenn du es geschafft hast, dass er dich im Moment erkannt hat,
fährst du halt los und es erkennt dich nicht mehr. Und das ist echt traurig. Für 800, was auch immer, 50 Euro, sage ich jetzt mal grob, irgendwo in der Mitte, dass du dir so ein super geiles Digital Technik, geiles Teil kaufst und dann kann es quasi nicht Active Track, auch wenn es so promoted wird, dass es kann. Auch echt verrückt, wie viele Videos da draußen sind, wo Leute sagen, es funktioniert. Und ja, wenn dann es quasi jemand ausweicht und irgendwie durch so einen Trail beim Spazierengehen oder im Schritttempo Fahrradfahren jemand verfolgt, das ist aber kein Real-Life-Szenario. Also wenn ich eine Drohne haben will, die mich verfolgt, dann muss das entweder auf jeden Fall bei 20 km/h Fahrradfahren passieren können oder halt auch, wenn das Ding bis 70, 80 fliegt, zumindest bei 30 km/h Motorradfahren oder so oder Auto oder was auch immer es tut. Ich finde immer noch sehr schade, weil es gibt ja die Skydio 2 und 2 Plus, die quasi per GPS folgen. Ich würde hoffen, dass ein Hersteller bald kommt, der das auch nachmacht, weil dieses Produkt wurde leider eingestellt für private Verwendungszwecke. Man kann es ja noch als Businesskunde kaufen. Weil ja, ich weiß nicht, wenn quasi ein Produkt einfach eingestellt ist, ich würde es so aktuell nicht kaufen. Und ich habe mehrfach überlegt, damals schon vor Irland und jetzt auch nochmal vor Sardinien. Man kann privat immer noch irgendwo auf eBay, Amerika oder was mit Import und Zoll solche Teile kaufen. Ich würde kein Produkt kaufen, das irgendwie so halb eingestellt ist, zumindest für einen bestimmten Bereich und das gibt es ja auch irgendwie nur in Amerika. Komische Sache. Aber zurück zu dieser Drohne. Dementsprechend, ich finde, Objektfolgen funktioniert nicht, zumindest auf keinen Fall für das Themengebiet Motorrad. Man kann wohl darum herumarbeiten und Wegpunkte setzen und dann fliegt die Drohne die Wegpunkte ab und filmt im besten Fall dich, während du zur selben Zeit über diese Straße dort fährst. Aber das ist alles echt eine kritische Nummer. Kurzer Exkurs. Unsere erste Drohne habe ich verloren durch quasi so eine Art von Aufnahme. Ich habe quasi eingestellt, wenn die Funkverbindung abreißt, dann bleibst du einfach an der Stelle. So habe ich die Drohne an eine Stelle gebracht, die Fernbedienung wieder weggepackt. Sie hatte quasi keine Funkverbindung, hat aber recorded. Ich fahre vorbei, Drohne nimmt auf, ich bleibe irgendwo wieder sicher stehen, schalte die Fernbedienung wieder ein, Verbindung wird hergestellt, fliegt zu mir. Deshalb hat meine Drohne damals beim Abstürzen nichts gemacht. Für alle Leute, die es gar nicht wissen, in Sizilien auf einem Berg war eine mega Windböe, die meine Drohne einfach mindestens einen Kilometer verblasen hat. Ich bin noch quer über diesen Berg gelaufen. Hat noch mal kurz die Funkverbindung, aber da waren noch extrem viele Funkinterferenzen. Und die Mini 2 hat echt quasi auch allgemein nicht so die Hammerreichweite gehabt. Habe sie noch kurz reingekriegt, aber sie ist dann einfach abgestürzt. So die ganz kurze Story. Weil sie quasi auch nicht notfalls noch gelandet hat, weil das quasi aus war, um solche Aufnahmen zu machen. Bei der habe ich jetzt wieder an, dass sie im Notfall versucht zu landen. Kann auch schief gehen, aber ich würde hoffen, mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit. So, meine Erfahrung mit der Drohne. Teilt gerne eure Erfahrungen unten in den Kommentaren. Ich freue mich auf jeden Fall, alles zu hören. Wenn jemand sagt, hey geil, so funktioniert das, bin ich der Erste, der sich freut und ein neues Video rauflädt. Ich war ein Idiot, es funktioniert doch perfekt. Es gibt ja auch schon die 4er mittlerweile, Mini Pro, wenn ich mich auch... Vielleicht kann ja auch jemand sagen, ob das dort besser funktioniert. Was wir hier auch schon getestet haben, um Active Track zu unterstützen, war einfach eine gelbe Jacke, eine rote Jacke, irgendwas Auffälliges anzuziehen, eine Warnweste, damit es besser folgt. Hat nicht funktioniert. Dementsprechend, ja, ich würde sagen einfach, die Bilderkennung oder der Algorithmus, der dahinter steht, ist noch nicht so ganz ausgereift. Vielleicht ja auch die Sensoren, deshalb würde mich vor allem interessieren, vielleicht geht es ja bei der 4er besser. Oder bitte DJI, mach doch einfach etwas, das irgendwie Objekten halbwegs ausweicht. Idioten gibt es immer, da kann man nichts machen. Aber es folgt einfach einem GPS-Signal. Ich finde, das ist wirklich optimal. Die Fernbedienung ist wirklich grandios. Die hat einen super Akku, die hält quasi einfach ewig. Also gerne auch einfach einen halben Urlaub oder 8, 10 Flüge. Am Handy kann man super gut reinklappen. Kleines Manko gibt es vielleicht die Knüppel für den Griff. Die haben quasi einfach echt, ich würde sagen, Edelstahlzacken, damit der Daumengrip auf jeden Fall passt. Gummi hätte vollkommen gereicht, DJI. Es hat schon die zweite Rückseite meines Handys zerkratzt. Echt schlecht für den Wiederverkaufswert. Aber du schiebst quasi das Handy da oben so schnell rein und dann kann das da auch mal drüber kratzen. Schade. Aber hey, trotzdem mega geile Drohne. Würde ich jedem empfehlen. Die Aufnahmen sind mega krass. Flugdauer irgendwie so 20, 25 Minuten. Voll perfekt. Mit Zeitraffer muss man sich so ein bisschen rantasten. Also es gibt so coole Transitions, wenn die Wolken so vorbeiziehen und so. Auch eine sehr coole Sache. Wirklich tolle Features und auch unbedingt zu erwähnen, die Verbindung zur Drohne klappt zu 100%. Die Fernbedienung und die Drohne finden sich immer. Das Ding startet immer. Das Ding hat absolut keine Fehler. Das Ding macht 100.000% den richtigen Job. Die App funktioniert perfekt. Es gibt quasi immer so Mitschnitte, die du automatisch in der App hast.
noch nicht in der maximalen Qualität, aber quasi diese Vorschau, die du da hast. Du siehst immer die Flugdaten, wie viele Stunden bist du geflogen und wirklich alles einfach ein Traum. Du willst quasi einen Zusammenschnitt aus der App machen, du willst von der App aufs Handy schieben. Also wenn du die App von DJI mit der GoPro-App vergleichst, ist die DJI-App ein Traum und 1 Million Mal besser. Deshalb Hammerprodukt, muss man sagen. Danke DJI. Like und Abo da lassen, nicht vergessen. Bis bald. Tschüss.